So, Psalms are very important in the prayer life of every person and in the church. Psalmen sind also sehr wichtig im täglichen Leben, täglichen Gebet und auch in der Kirche. Even when you are in adoration, I would recommend not to read any other books other than Psalms and the New Testament. Auch bei der Anbetung empfehle ich, nur Psalmen oder das Neue Testament zu lesen. No other books, no reading. Keine anderen Bücher. And then you relate this. This is the same Jesus who is there, about whom all these psalms are written, and he himself was praying with these psalms. Und dann kannst du diese Worte, diese Psalmen auf Jesus beziehen, auf diesen Jesus, den du anbetest. Okay, and there are some other psalms which are speaking about the mercy and his compassion. Dann gibt es noch andere Psalmen, die über Barmherzigkeit und Gnade sprechen. Psalm 57. Psalm 57 says, "Have mercy on me, God, have mercy on me." Psalm 57. 57, bitte. Have mercy on me, God, have mercy on me. In you I seek shelter, in the shadow of your wings. I seek shelter till harm pass by. Sei mir gnädig, o Herr, sei mir gnädig, denn ich flüchte mich zu dir. Have mercy. Ja, sei mir gnädig. Yeah, that is mercy. Eh? Ja? Okay. Have mercy on me, God, have mercy on me. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig. So what is mercy? What is the meaning of mercy? Yeah, what is the meaning of that? Was ist die Bedeutung von Barmherzigkeit? Was passiert da? No, that is Gnade. Ja, die verwenden hier das Wort gnädig. Mercy, Bhamarsika, you don't know the meaning of Bhamarsika? You make so many Bhamarsika Rosenkranz. Mitgefühl. Mercy is God's love for the sinners. Barmherzigkeit ist Gottes Liebe für die Sünder. Yes. God love everybody. Gott liebt alle. But God has a special love for those who are sinners. Aber Gott hat eine ganz besondere Liebe für die, die sündigen. That is what all we learn from Sister Faustina's diary. Many times it is, the whole diary is about revelation about the mercy. Das lernen wir auch im Tagebuch der Schwester Faustina, wo sie sehr oft über Barmherzigkeit spricht. So, in the New Testament, Jesus came as mercy. Im Neuen Testament ist Jesus als Barmherzigkeit gekommen. And that is why Jesus said, I am the way. Deswegen sagt Jesus auch, ich bin der Weg. Whoever see me, see the Father. Jeder, der mich sieht, sieht auch den Vater. How can you see Father? Father is God, invisible. Wie kannst du Gott sehen? Gott ist unsichtbar, der unsichtbare Vater. But then you can experience the mercy of the Father God in the person Jesus Christ. Aber die Barmherzigkeit Gottes kannst du in der Person von Jesus Christus erfahren. He had no problem with any sinners. He loved them. He had a company with them. He eat with them. He went to their houses. Jesus hatte kein Problem mit den Sündern. Er hat sie geliebt. Er ist. Bitte? Little loud.
Er hat sie geliebt und er ist in ihr Haus gegangen, hat mit ihnen gegessen. That does not mean that he recommend them to live in sin. Das heißt natürlich nicht, dass er ihnen empfohlen hat, weiter in der Sünde zu leben. That means he is the light, and when he enter in a sinner, the light shines and the sin goes away. Sondern die Bedeutung ist, dass er das Licht ist. Und wenn er mit dem Sünder in Verbindung tritt, dann kommt das Licht zum Sünder und die Sünde geht weg. He loved the sinner, but not the sin. Also er hat eine große Liebe zu den Sündern, aber nicht zur Sünde. Now, in Psalms, all this is mentioned as a prophetic prophecy about what mercy is going to flow through Jesus. Also auch diese Barmherzigkeit ist in den Psalmen erwähnt in prophetischer Weise, was nämlich durch Jesus Christus kommen They wird. were singing this. Even Pharisees were singing this, but not having mercy to others. Also sogar die Pharisäer haben das gesungen, aber haben wirklich nicht die Barmherzigkeit gehabt. Gegenüber It is not anderen. their fault. It is also not their fault, because mercy, if one has to give mercy, you have to receive mercy from Jesus. Nobody else can give mercy. Es war nicht ihr Fehler, denn die Barmherzigkeit können wir ja nur von Jesus Christus empfangen. Because it is only Jesus whom God sent in the world to love the sinners and to pay sacrifice to redeem the sinners. Denn nur durch Jesus Christus konnte die Barmherzigkeit in die Welt kommen, der das Opfer gebracht hat für die Sünder. So in the Old Testament, there are a lot of places these songs, psalms and talk about mercy was there, but it fulfilled only in the New Testament through Jesus Christ. Also es gibt viele Stellen im Alten Testament, wo über Barmherzigkeit gesprochen wird, aber die Erfüllung kommt erst im Neuen Testament durch Jesus Christus. It was not other way possible. Ja, das konnte nicht anders passieren. Maybe some persons in the Old Testament, like a foretaste it was given. In the Old Testament, Ja, im Alten Testament haben vielleicht ein paar Menschen einen Vorgeschmack von dieser Barmherzigkeit bekommen. That is, example is Joseph in the Old Testament, Joseph. Zum Beispiel Josef im Alten Testament. His brothers has done such a harm to him, they wanted to kill him. Seine Brüder haben ihm so wehgetan, die wollten ihn töten. And they sold him to Egypt as a slave. Und haben ihn an die Ägypter als Sklaven verkauft. And he was in a prison. Und dort war er im Gefängnis. There he began to pray. Very special prayer. Und hat ein ganz spezielles, ganz besonderes Gebet gebetet dort. And he began to get charismatic visions. Und er hat charismatische Visionen, eine charismatische Gabe empfangen. And interpretation of dreams. Er hat die Träume interpretieren können. And eventually he interpreted the dream of the Pharaoh, and Pharaoh brought him from the prison to Prime Minister of Egypt. Und so hat er auch eines Tages die Träume des Pharao richtig interpretiert, und er war so beeindruckt, er hat ihn zum Präsidenten oder Prime Minister. Prime Minister gemacht. Yes. And then we know Egypt began to become wonderful land, fertile, and he began to gather all the seeds, and the starvation was conquered and plenty of food came. Und dann, als Josef eben Prime Minister war, ist Ägypten ganz fruchtbar geworden und reich. The prophecy about the famine, that there will be 5 years or 7 years, 7 years of good time and the 7 years of
draft time will come, this was managed successfully. Ja, also der Inhalt des Traumes war ja über die 7 Jahre Trockenheit und Hungersnot und 7 Jahre Fruchtbarkeit. Und dadurch, dass er davon wusste, konnte er das gut, dass er wusste, dass 7 Jahre Hungersnot kommen, hat er das gut verwalten können. The first 7 years will be a rich time, then the last 7 years will Zuerst be. war die fruchtbare Zeit 7 Jahre und dann 7 Jahre Hungersnot oder ganz Trockenheit und dann war eben der Mangel da. All this is a symbolic of the salvation plan of God. Das ist auch symbolisch für den Heilsplan Gottes. Yes. You will find in several places in Isaiah, then the desert will spring forth and the fountain will come in the desert and there will be like Eden Garden. Es gibt auch Prophezien bei Jesaja, In the desert there will be spring dass in der Wüste eine Quelle and springen the wird land will be, the desert will become like Garden of Eden. und die Wüste wird wie ein Paradies werden. Yes. So it is all actually happening now. Und das alles geschieht eigentlich jetzt. Okay, but now coming to the person Joseph, Und jetzt spreche ich noch einmal über die Person Josef. did I say all these things? No. Nein. Now here, no. He was married to the daughter of Pharaoh Er war verheiratet mit der Tochter des Pharaos and he got a child. He got a son. und sie haben einen Sohn bekommen. Do you know what name he gave to his son? Manasseh. Manasseh. Und der And- Name des Sohns war Manasse. What is the meaning of Manasseh? Yeah. Forget everything. Forget the past. Die Bedeutung von Manasseh. Manasse ist, vergisst die Vergangenheit. Michael, verstanden? Manasseh. Ich will vergessen. Forget everything. Also vergisst die Vergangenheit. And then, at that time, he see his own brothers who wanted to kill him, who sold him to Egypt, there in front of him, have come asking food. Und dann trifft er seine eigenen Brüder, die ihn doch töten wollten. Und die sind nach Ägypten gekommen, um Nahrung zu fragen. But they did not know that was Joseph. Sie wussten nicht, dass Josef in dieser Position war. Und dass er dort war. Imagine what an emotional meeting point of a family. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein gefühlsvolles Zusammentreffen das war? Das Familientreffen, die Brüder. He could not control his tears. He went outside and began to cry. Josef konnte seine Tränen nicht zurückhalten, er ist hinausgegangen, um zu weinen. Ja, Wait a minute. And then at last Joseph revealed himself and said, I am your brother Joseph, whom you sold to Egypt. und dann hat er doch ihnen gesagt, dass er ihr Bruder Josef ist, den sie an Ägypten verkauft haben. They all frightened. Und dann waren die Brüder also völlig in... And they might have thought, oh, finished, now they will be all killed in revenge. Ja, und die haben wahrscheinlich gedacht, als Rache werden wir jetzt getötet werden. But immediately Joseph said, do not be afraid. Aber Josef hat gleich gesagt, fürchtet euch nicht. Now comes the New Testament in the Old Testament. Und jetzt kommt also die Stelle, wo das Neue Testament im Alten Testament erscheint. All the bad things you did, God made good. All die schlimmen Dinge, die ihr getan habt, hat Gott zum Guten gewendet.
It was the plan of God that I come here early and I do good for the whole humanity. Es war Gottes Plan, dass ich hierher nach Ägypten komme und Gutes tue für die ganze Menschheit. So it was a good plan of God. Es war also ein sehr guter Plan Gottes. I forgive everybody. Ich vergebe euch. Manasseh. Manasse, vergiss die Vergangenheit. So now this is God's mercy flowing. God's mercy is flowing to the whole family. Ja, und jetzt fließt also Gottes Barmherzigkeit in die ganze Familie. So the mercy was there in the Old Testament. Also im Alten Testament gibt es schon Vergebung und Barmherzigkeit. But it just came in the fullness in the New Testament through Jesus Christ. Aber in der Vollheit sehen wir es erst im Neuen Testament mit Jesus Christus. Now all this I said about Psalm 57. Because in the Psalm 57, it is a prophetic song about Jesus and the mercy of Jesus and how it's going to come. Also auch Psalm 57 ist ein prophetisches Lied über Jesus und wie er kommen wird. So, have mercy on me, God, have mercy on me. In you I seek shelter, in the shadow of your wings I seek shelter till harm pass by. Also noch einmal, sei mir gnädig, o Herr, sei mir gnädig, denn ich flüchte mich zu dir. Im Schatten deiner Flügel finde ich Zuflucht, bis das Unheil vorübergeht. Yes. This harm will surely pass away. That is the symbolic about the sin and all the catastrophe which can happen through sin. It is like a harm, or it is like a big wind. It will pass away. Also auch der Schaden wird vorbeigehen, wie ein großer Wind wird er vorbeigehen. But I seek shelter under your wings. Und ich suche Zuflucht unter deinen Flügeln. And have mercy on me. Und sei barmherzig, sei mir gnädig. This happened through Jesus. Das ist also durch Jesus Christus geschehen. So at that time, the Israel people, they had no way to come out from their sin. There was no way for anybody to come out from the sin. Zu dieser Zeit gab es keine Möglichkeit, aus der Sünde zu kommen. Only when Jesus came, there came a way to. Erst durch das Kommen von Jesus Christus. So up to that time, people were in terrible pain because of the sin. Also vor der Zeit Jesu waren die Menschen in großen Schmerz über die Sünden. And they know only help from God comes. Only through the help from the God it can be possible. Und sie haben gewusst, nur mit der Hilfe Gottes ist es möglich. And so the next line says, I call to God most high, to God who provides for me. My God, send help from heaven to save me. Shame those who tremble upon me. Ja, die nächsten Verse in Psalm 57 lauten dann: Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der mir beisteht. Er sendet mir Hilfe vom Himmel, meine Feinde schmähen mich. Yeah. So once again, I call to God most high, to God who provides for me. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der mir beisteht. And then comes, my God, send help from heaven to save me. Er sendet mir Hilfe vom Himmel, meine Feinde schmähen mich. Yeah. Gott sendet seine Huld und Treue. Yes. My God, send help from heaven to save me. Mein Gott schickt Hilfe vom Himmel, um mich zu retten. Yes. That is what coming of Jesus Christ. Das ist über die Ankunft von Jesus Christus. That is why Jesus often say, I am the help
the living bread came from heaven. Deswegen sagt Jesus oft, ich I am bin die the- Hilfe. Das lebende Brot ist vom Himmel gekommen. And I will send another helper. Und ich werde euch noch einen anderen Helfer schicken. So this help from heaven, only through the help from heaven mankind can be saved, not any help from human work. Also nur durch die Hilfe vom Himmel kann die Menschheit gerettet werden, nicht durch irgendwelche Arbeiten oder Anstrengungen. Shall I sing these words in Malayalam? Ja. എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ ദൈവമേ എന്നോട് കൃപ തോന്നണമേ. That is the first thing. Have mercy on me, God. Have mercy on me, Das God. heißt, sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig. എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ ദൈവമേ എന്നോട് കൃപ തോന്നണമേ. എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ ദൈവമേ എന്നോട് കൃപ തോന്നണമേ. വിനാശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നു പോകുവോളം ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശരണം തേടുന്നു. വിനാശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നു പോകുവോളം ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശരണം തേടുന്നു. എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ ദൈവമേ എന്നോട് കൃപ തോന്നണമേ. The next one is I call to God Most High. This I like this very much. I sing this very often. Ich mag das sehr gern und singe es sehr oft. Das nächste ist, ich rufe zu Gott, dem Höchsten, Yes. zu Gott, der mir beisteht. അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്കു വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ. അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്കു വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ. എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ ദൈവമേ എന്നോട് കൃപ തോന്നണമേ. എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ ദൈവമേ എന്നോട് കൃപ തോന്ന. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സഹായമായ എന്നെ രക്ഷിക്കും. He will send help from heaven to save me. Wird Hilfe vom Himmel schicken, um mich zu retten. She went away from me so that I should not. That you can express fully. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സഹായമായ എന്നെ രക്ഷിക്കും. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സഹായമായ എന്നെ രക്ഷിക്കും. എന്നെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നവരെ അവിടുന്ന് ലജ്ജിപ്പിക്കും. എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ ദൈവമേ എന്നോട് കൃപ തോന്നണമേ. That is now. Das war Psalm 57. Yes. Ja. Maybe we must develop something like this. We must next. You have to learn some psalms. I can tell you the numbers of the psalms, then I can preach on that and we can sing. The Psalm 57. Vielleicht sollen wir sowas entwickeln. Ich sage eine Psalmnummer Ja. und dann können wir sie gemeinsam singen. And then we have to learn more about psalms. Und dann lernen wir mehr über die Psalmen. Now we stop for coffee pause. And Jetzt so machen wir eine Pause. what I began was lex orandi, lex credendi. That is, our prayer has to grow. If our prayer has to grow, we have to grow in faith. And if faith have to grow, our prayer has to grow. This is verbindung. Also noch einmal, um auf den Beginn dieses Vortrags zurückzukommen, lex orandi, lex credendi, also wenn wir im
Gebet wachsen, dann wächst auch der Glaube und wenn der Glaube wächst, wächst auch das Gebet. And Jesus himself's main prayer was Psalms. Und Jesus wichtigste Gebete waren die Psalmen. So we have to also learn and sing Psalms more and more and reflect about the Psalms. Also es ist auch für uns recht gut, um Psalmen zu singen und darüber nachzudenken. Maybe in the next Vortrag I will explain some other Psalms also. Und vielleicht werde ich im nächsten Vortrag noch weitere Psalmen And erklären. then with that understanding, few Psalms you learn and that can be very much useful in the Eucharistic adoration and your personal prayer. Ja, das kann euch sehr helfen für die Anbetung und im Gebet, um diese Psalmen zu kennen und zu beten. Sende deinen Geist aus, so alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Okay, thank you.